Lektion 1. Eine Unterkunft finden. Hey Anna, weißt du, ob es hier gute Hotels gibt? Tatsächlich glaube ich, dass es nur ein paar Blocks entfernt eine Vermietungsagentur gibt, die Ihnen vielleicht weiterhelfen kann. Oh wirklich? Mir war nicht bewusst, dass es in dieser Gegend Mietmöglichkeiten gibt. Ja, die Agentur ist auf möblierte Wohnungen und Kurzzeitvermietungen spezialisiert. Das könnte perfekt sein. Ich werde nur für ein paar Wochen in der Stadt sein. Dann schau sie dir auf jeden Fall an. Sie könnten einige großartige Optionen haben. Okay, gut zu wissen. Ich gehe dorthin, wenn wir hier fertig sind. Großartig. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Empfehlungen benötigen, während Sie in der Stadt sind. Werde ich machen. Danke für den Tipp. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du auf mich aufpasst. Natürlich helfe ich gerne, so gut ich kann. Eine Unterkunft zu finden kann schwierig sein. Vor allem, wenn sie sich in der Gegend nicht auskennen. Das ist super hilfreich. Ich freue mich, dass ich Sie in die richtige Richtung weisen konnte. Vermietungsagenturen werden oft übersehen. Du hast recht, ich wäre wahrscheinlich einfach auf Hotels umgestellt worden. Gut, dass ich dich gefragt habe. Exakt. Manchmal passen die kreativeren Optionen am besten. Ich werde unvoreingenommen sein. Nochmals vielen Dank, Anna. Ich bin sicher, ich melde mich. Gar kein Problem. Lass mich einfach wissen, wie deine Mietsuche läuft. Das werde ich tun. Wir sehen uns später. Lektion 2. Umgang mit einem Blackout. Hey Anna, ist dir aufgefallen, dass das Licht gerade ausgegangen ist? Ja, ich glaube, in der Gegend muss es einen Stromausfall geben. Das ist seltsam. Vor einer Minute hat alles gut funktioniert. Ich frage mich, was das verursacht haben könnte. Irgendeine Idee, wie lange es dauern könnte? Nein, ich bin mir nicht sicher. Hoffentlich ist es nur ein kurzer Ausfall und Sie können ihn schnell beheben. In der Zwischenzeit möchten wir vielleicht die Akkus unserer Telefone schonen, falls es zu einem längeren Ausfall kommt. Guter Punkt. Ich schalte meinen für alle Fälle in den Energiesparmodus. Das gleiche hier. Wir wissen nicht, wie lange wir im Dunkeln sein werden. Hast du irgendwelche Kerzen oder Taschenlampen, die wir als Licht verwenden könnten? Ich glaube, ich habe ein paar Kerzen in der Küche. Lass mich nachsehen. Okay, ich werde mich auch nach meiner Taschenlampe umsehen. Ich habe die Kerzen gefunden. Ich zünde sie an, damit wir etwas Licht haben. Nett, das hilft sehr. Ah, hier ist meine Taschenlampe. Gutes Timing. Toll, jetzt sind wir bereit. Wenigstens sitzen wir nicht in totaler Dunkelheit. Auf jeden Fall. Dies ist eine gute Erinnerung daran, auf Stromausfälle vorbereitet zu sein. Absolut. Man weiß nie, wann sie passieren könnten, also ist es klug, einen Plan zu haben. Einverstanden. Ich bin nur froh, dass wir damit nicht alleine sind. Es ist immer besser, Gesellschaft zu haben. Auf jeden Fall. Es macht den Umgang mit dem Unerwarteten ein wenig einfacher. Ganz gewiss. Nun, ich schätze, wir warten einfach ab und sehen, wann der Strom wieder an ist.
Ja, hoffentlich dauert es nicht zu lange. Willst du in der Zwischenzeit ein Spiel spielen oder so? Klingt gut für mich. Unterhält uns, bis die Lichter wieder da sind. Lektion 3: Die Küche aufräumen. Hey Anna, ich konnte nicht anders, als zu bemerken, dass sich in der Spüle schmutziges Geschirr stapelt. Sollen wir das zusammen angehen? Oh ja, ich habe gerade dasselbe gedacht. Sollen wir das Geschirr aufräumen, bevor es zu einem größeren Durcheinander kommt? Auf jeden Fall. Spülen Sie das Geschirr normalerweise mit der Hand oder haben Sie eine Spülmaschine, die Sie gerne benutzen? Nun, es kommt darauf an. Bei den meisten Alltagsgerichten spüle ich sie gerne schnell ab und wasche sie mit der Hand. Aber bei größeren Ladungen ist der Geschirrspüler ein echter Zeitsparer. Das macht Sinn. Ich neige auch dazu, einen Mix zu machen. Aber manchmal werde ich faul und lasse sie einfach für eine Weile in der Spüle liegen. Ich kenne das Gefühl. Aber je länger man sie sitzen lässt, desto schwieriger sind sie zu reinigen. Lassen Sie uns sie jetzt angehen, solange es noch überschaubar ist. Guter Punkt. Gut, ich fange an, die Spüle mit heißem Seifenwasser zu füllen. Willst du dir ein Geschirrtuch schnappen und abtrocknen? Klingt nach einem Plan. Ich schnappe mir den Schwamm und wir können abwechselnd waschen und trocknen. Teamwork lässt den Traum wahr werden. Haha, genau. Wir werden diese Küche im Handumdrehen zum Glänzen bringen. Aber vielleicht musst du für mich die obersten Regale erreichen. Kein Problem, ich halte dir den Rücken frei. Aber vielleicht musst du mir mit den unteren Körben der Spülmaschine helfen. Wir sind ein gutes Putzduo. In Ordnung, lass uns loslegen. Ich fange mit den Töpfen und Pfannen an. Wunderbar. Ich arbeite an den Tellern und Tassen. Das wird erledigt, bevor wir es wissen. Ganz gewiss. Nichts geht über gutes, altmodisches Geschirr, über das man sich unterhalten kann. Absolut. Es ist Qualitätszeit in der Küche. Jetzt stellen wir sicher, dass jeder Fleck glänzend und makellos ist. Du hast es, Partner. Zeit, diese Küche zum Glänzen zu bringen. Lektion 4: Fest am Freitagabend. In Ordnung, Anna. Es ist Freitagabend, was bedeutet, dass es Zeit für unser wöchentliches großes Abendessen ist. Welches köstliche Essen haben Sie im Sinn? Oh, ich dachte, wir könnten diese Woche etwas ganz Besonderes machen. Wie wäre es mit hausgemachten Pfannkuchen mit frischem Obstsalat zum Nachtisch? Pfannkuchen und Obstsalat? Das klingt absolut perfekt. Ich werde schon hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Wir können einen großen Stapel flauschiger Pfannkuchen backen und sie mit allen möglichen saftigen Beeren und geschnittenen Bananen belegen. Lecker! Klingt göttlich. Und wir müssen eine Menge herstellen, die groß genug ist, um Sekunden oder sogar Drittel zu haben. Freitagabend ist keine Zeit, sich zurückzuhalten. Unbedingt. Und mit den Toppings können wir richtig kreativ werden. Vielleicht ein Spritzer Honig, eine Prise Zimt oder ein Klecks Schlagsahne. Oh ja, die ganze Ausstattung. Das wird das dekadenteste Pfannkuchenfest aller Zeiten. Ich kann es praktisch schon schmecken. Ich auch. In Ordnung, lass uns anfangen. Ich mische den Teig, wenn du die Früchte vorbereiten willst.
Du hast es. Ich schneide Erdbeeren, Blaubeeren und Bananen in Scheiben. Das wird unglaublich. Ich kann es kaum erwarten. Okay, der Teig ist fertig. Zeit, die Pfannkuchen auf der Bratpfanne zum Brutzeln zu bringen. Hervorragend. Dazu gieße ich uns jeweils ein großes Glas Orangensaft ein. Das scheint das perfekte Abendessen am Freitagabend zu werden. Unbedingt. Ich kann schon riechen, wie die Pfannkuchen kochen. Ich bin so hungrig, dass ich vielleicht anfange, die Früchte zu essen, bevor sie fertig sind. Haha, du musst dich nicht zurückhalten. Grabe rein. Wir haben genug zu erledigen. Das wird ein Fest, das einem König würdig ist. Oder eine Königin. Okay, die erste Charge ist fertig. Lass uns unsere Teller aufladen und dieses köstliche Abendessen genießen. Ja, Zeit zum Genießen. Ich werde meine Pfannkuchen in diesem frischen Obstsalat ersticken. Guten Appetit, mein Freund. Lektion 5. Fitness-Highlights. In Ordnung, Anna. Ich habe über einige neue Fitnessprogramme gelesen, die die Regierung einführt. Klingt, als würden sie versuchen, alle Kanadier aktiver zu machen. Oh wirklich. Das ist toll zu hören. Da so viele von uns den ganzen Tag an Schreibtischen sitzen, brauchen wir definitiv mehr Anreize zum Sport. Absolut. In dem Artikel wurde erwähnt, dass sie sich auf Dinge wie Aktivitäten in der Gemeinschaft und ermäßigte Mitgliedschaften im Fitnessstudio konzentrieren. Wow, das ist großartig. Kleine Dinge wie diese können einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, Menschen dazu zu bringen, ihrer Gesundheit Priorität einzuräumen. Ganz gewiss. Und offenbar legen sie auch großen Wert auf Hochleistungssportler, um ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das macht Sinn. Vorbilder zu haben und die Vorteile von Fitness auf Elitenniveau zu sehen, kann den Durchschnittsbürger wirklich inspirieren. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, welche spezifischen Programme Sie sich einfallen lassen. Vielleicht ein paar lustige, interaktive Fitness-Herausforderungen. Oh, das wäre so cool. Wie ein landesweiter Wettbewerb zum Zählen von Schritten oder eine Reihe virtueller Fitnesskurse. Genau. Binden Sie das ganze Land ein und machen Sie es zu einer unterhaltsamen, gemeinsamen Anstrengung. Ich liebe diese Idee. Fitness muss kein Solospiel sein. Dieser Community-Aspekt macht es so viel angenehmer. 100%. Und ich wette, wenn Sie ein paar coole Preise für die besten Teilnehmer anbieten würden, würde das die Leute wirklich motivieren. Absolut. Selbst eine kostenlose Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder ein Fitnesstracker wären ein großartiger Anreiz. Auf jeden Fall. Dies könnte die öffentliche Gesundheit in Kanada grundlegend verändern. Bringen Sie alle dazu, sich zu bewegen und sich gut zu fühlen. Einverstanden. Ich bin wirklich gespannt, was Sie sich einfallen lassen. Es ist eine so wichtige Initiative. Ich auch. Hoffentlich bringen Sie es bald auf den Markt, damit wir alle von den Vorteilen profitieren können. Gesündere, glücklichere Kanadier, das ist das Ziel. Lektion 6. Fortschritte in der Automobilbranche. Guten Morgen, Anna. Hast du die Neuigkeiten über die neuesten Automobilinnovationen mitbekommen? Nein, was ist los in der Autowelt? Ich bin immer daran interessiert, über neue Entwicklungen zu erfahren. Offenbar gab es einige große Durchbrüche, die die Branche wirklich verändert haben.
Oh wow, das ist aufregend. Über welche Art von Fortschritten sprechen wir hier? Nun, ein wichtiger Aspekt ist, dass die Herstellungsprozesse so viel effizienter und rationeller geworden sind. Ah ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein Wendepunkt sein würde. In der Lage zu sein, Fahrzeuge in Serie zu produzieren, muss die Barrierefreiheit wirklich verbessert haben. Genau. Das erste Serienauto war das Ford Model T in den frühen 1900er Jahren. Faszinierend. Mir war vor so langer Zeit nicht bewusst, dass Autos in dieser Größenordnung produziert wurden. Ja, es war ein echter Wendepunkt. Davor waren Autos so ziemlich maßgeschneidert für die Elite. Wow, das Model T hat den Personentransport also wirklich demokratisiert. Das muss zu der Zeit revolutionär gewesen sein. Auf jeden Fall. Es machte Autos für den Durchschnittsbürger erschwinglich, nicht nur für die Reichen. Das ist unglaublich. Welche anderen Innovationen haben die Autoindustrie im Laufe der Jahre wirklich geprägt? Nun, Dinge wie das Fließband, austauschbare Teile und fortschrittliche Materialien waren allesamt riesig. Ah ja, ich kann mir vorstellen, wie diese technologischen Durchbrüche die Produktion rationalisieren würden. Absolut. Und natürlich haben auch Sicherheitsmerkmale, Kraftstoffeffizienz und Emissionskontrollen einen langen Weg zurückgelegt. Toller Punkt. Die Umweltauswirkungen von Autos sind in den letzten Jahrzehnten viel stärker in den Mittelpunkt gerückt. Vollkommen. Die Autohersteller müssen sich wirklich stärker engagieren und verantwortungsbewusster und nachhaltiger handeln. So wie sie sollten. Es ist wichtig, dass sich die Branche ständig weiterentwickelt, um den Bedürfnissen der modernen Gesellschaft gerecht zu werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das Tempo des Wandels wird sich nur weiter beschleunigen. Es ist eine aufregende Zeit für die Autowelt. Ich sage es. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche anderen Innovationen sich am Horizont abzeichnen. Die Zukunft des Transports sieht rosig aus. Auf jeden Fall. Das ist erst der Anfang. Das Auto von morgen wird ein echtes Wunderwerk sein. Lektion 7. Eine gemeinsame Leidenschaft. Hey Anna, kann ich dich etwas fragen? Natürlich. John, was beschäftigt dich? Hast du zufällig irgendwelche gemeinsamen Interessen mit mir, über die wir noch nie gesprochen haben? Das ist eine interessante Frage. Ich bin mir nicht sicher, welche Interessen hatten Sie im Sinn? Nun, ich bin wirklich neugierig, ob wir zum Beispiel die Liebe zum Lesen teilen könnten. Oh wow, das ist eine gute Vermutung. In der Tat bin ich selbst ein begeisterter Leser. Auf keinen Fall, wirklich? Das ist unglaublich, ich hatte keine Ahnung. Was für Bücher magst du? Nun, ich bin ein großer Fan von klassischer Literatur. Dickens, Austen, die Bronte-Schwestern, solche Dinge. Ah, eine Frau mit tadellosem literarischen Geschmack. Ich teile diese Liebe zu den Klassikern. Tun Sie das? Das ist fantastisch. Ich bin angenehm überrascht, dass wir das gemeinsam haben. Absolut. Diese ikonischen Romane haben einfach etwas so Reichhaltiges und Zeitloses an sich. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Tiefe des Charakters, die wunderschöne Prosa, es ist wirklich faszinierend. Auf jeden Fall.
Und die Art und Weise, wie diese Autoren die menschliche Erfahrung festhalten konnten, ist beispiellos. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Haben Sie besondere klassische Lieblingsromane? Das ist hart, aber ich muss sagen, dass Stolz und Vorurteil genau das Richtige für mich sind. Ah ja, ein wahres Meisterwerk. Ich finde es toll, wie Austen so komplexe, fehlerhafte und doch nachvollziehbare Charaktere geschaffen hat. Genau. Der Witz und der soziale Kommentar sind einfach genial. Was ist mit dir? Irgendwelche Highlights für dich? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich mag Wuthering Heights mit all seinen leidenschaftlichen Dramen sehr. Ah ja, die Bronte-Schwestern waren wahre Meister der grübelnden, stürmischen Romanze. Absolut. Die rohen Emotionen und Tragödien in diesem Roman faszinieren mich jedes Mal. Ich verstehe warum. Es ist ein so kraftvolles und eindringliches Leseerlebnis. In der Tat. Ich bin so froh, dass wir diese gemeinsame Liebe zur klassischen Literatur entdeckt haben. Ich auch, es ist wunderbar, sich über eine gegenseitige Wertschätzung für zeitloses Geschichtenerzählen zu verbinden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es gibt nichts Schöneres, als sich in einem großartigen Buch zu verlieren. Amen dazu. Literatur ist wirklich eine der größten Freuden des Lebens. Lektion 8. Begegnung mit dem Flugzeug. Guten Morgen, Anna. Wartest du auch darauf, in das Flugzeug zu steigen? Ja, das bin ich. Ich freue mich so auf diese Reise. Warst du schon einmal an diesem Flughafen? In der Tat habe ich das getan. Es ist ziemlich nett, ziemlich modern und effizient. Das ist gut zu hören. Ich war seit Jahren nicht mehr hier, also bin ich gespannt auf die Veränderungen. Nun, soweit ich das beurteilen kann, haben sie die Einrichtungen wirklich verbessert. Die Terminals sehen brandneu aus. Wow, das ist beeindruckend. Ich freue mich zu hören, dass der Flughafen mit der Zeit Schritt gehalten hat. Absolut. Es ist immer schön, wenn Reisezentren solche Verbesserungen vornehmen. Ich stimme zu. Es kann einen großen Unterschied in der Gesamterfahrung machen. Auf jeden Fall. Nichts Schlimmeres als ein veralteter, überfüllter Flughafen, habe ich recht? Unbedingt. Es erhöht nur unnötigen Stress auf der gesamten Reise. Exakt. Dieser Ort scheint gut durchflutet zu sein, schön und weitläufig. Das ist toll zu hören. Ich hasse es, mich auf einem Flughafen eng und klaustrophobisch zu fühlen. Ich auch. Es ist, als ob sie vergessen, dass Menschen Platz brauchen, um sich tatsächlich bewegen zu können. Haha, ja. Und mit all dem Gepäck müssen wir auch herumschleppen. Uff, lass mich nicht mal mit der Gepäcksituation anfangen. Es ist ein Albtraum. Erzähl mir davon. Ich schwöre, mein Koffer wird jedes Mal schwerer, wenn ich reise. Das gleiche hier. Ich muss in ein leichteres, kompakteres Modell investieren. Auf jeden Fall. Alles, um den ganzen Prozess ein bisschen weniger anstrengend zu machen. Einverstanden. Reisen kann heutzutage so mühsam sein, aber für die Reiseziele lohnt es sich.
Absolut. Ich freue mich einfach darauf, meine letzte Station zu erreichen und mit der Erkundung zu beginnen. Das gleiche hier. Wo willst du auf dieser Reise hin, wenn ich fragen darf? Oh, ich werde eine Familie auf dem Land besuchen. Es ist zu lange her, dass ich sie gesehen habe. Ah, das ist wunderbar. Zeit mit geliebten Menschen ist so wichtig, besonders wenn es um Reisen geht. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich kann es kaum erwarten, auf dem Laufenden zu bleiben und einfach die friedliche Umgebung zu genießen. Es wird das perfekte Gegenmittel gegen den Wahnsinn des Flughafens sein, da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall. Eine schöne, erholsame Reise ist genau das, was ich gerade brauche. Nun, ich hoffe, du hast eine wundervolle Zeit, Anna. Sicher reisen. Lektion 9. Dumme Situationen. Hey Anna, hast du schon einmal versucht, einen Elefanten dazu zu bringen, durch ein Minenfeld zu tanzen? Es ist völlig undurchführbar. Haha, nein, ich kann nicht sagen, dass ich diese besondere Leistung jemals versucht habe. Was in aller Welt hat dich auf diese Idee gebracht? Ich weiß nicht, es ist mir einfach als Beispiel für etwas in den Sinn gekommen, das absolut unmöglich und unpraktisch ist. Ich verstehe warum. Dieses mentale Bild ist einfach so absurd. Es ist fast komisch. Genau. Es ist, als würde man versuchen, Katzen zu hüten oder mit Boxhandschuhen zu stricken. Absolut vergeblich. Oh mein Gott, das sind so amüsante Analogien. Du hast wirklich ein Händchen für das Lächerliche, oder? Ich glaube, ich habe eine etwas dumme Ader in mir. Aber manchmal bringen die ausgefallensten Beispiele die besten Argumente, nicht wahr? Definitiv. Solche übertriebenen Situationen vermitteln die Botschaft wirklich auf einprägsame Weise. Haha, ja. Stell dir vor, du versuchst, mitten in einem Hurrikan ein Kartenhaus zu bauen. Völlig sinnlos. Oh, den liebe ich. Es ist einfach so übertrieben, aber es bringt die Idee wunderbar rüber. Richtig. Manchmal wird der Punkt umso klarer, je absurder das Beispiel ist. Absolut. Es ist, als würde man eine völlig unsinnige Situation nehmen und sie verwenden, um ein sehr gültiges Konzept zu veranschaulichen. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, etwas Leichtigkeit und Humor hinzuzufügen und gleichzeitig ein wichtiges Argument vorzubringen. Auf jeden Fall. Und es hält das Gespräch auch interessant und ansprechend. Ich genieße dieses Hin und Her wirklich. Ich auch. Es macht Spaß, diese dummen Ideen einfach aufeinander abprallen zu lassen und zu sehen, wohin sie führen. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, wir könnten uns stundenlang alle möglichen ebenso lächerlichen Analogien einfallen lassen. Oh, daran habe ich keinen Zweifel. Wir hätten das unterhaltsamste Gespräch aller Zeiten. Haha, ich kann es mir jetzt vorstellen. Mit unseren verrückten Beispielen hätten wir alle genäht. Genau. Und wer weiß, vielleicht inspirieren wir dabei sogar zu kreativen Problemlösungen. Oh, das ist ein toller Punkt. Manchmal kann es zu neuen Lösungen kommen, wenn man Dinge aus einem völlig unerwarteten Blickwinkel betrachtet. Genau. Wer braucht schon einen einfachen Ansatz, wenn man stattdessen einen Elefanten dazu bringen kann, durch ein Minenfeld zu tanzen? Haha,
Tuche. Ich denke, du hast eine Zukunft als Motivationsredner, John. Hey, vielleicht tue ich das. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Partnerschaft sein. Lektion 10. Geheimnisvolle Maschinen. Guten Morgen, Anna. Hast du die riesige, laute Maschine neben der Fabrik gesehen? Sieht aus wie etwas, das direkt aus einem Science-Fiction-Film stammt. Du meinst das riesige Gerät, das alle möglichen seltsamen Geräusche macht und Rauch rülpst? Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt wissen will, was sein eigentlicher Zweck ist. Genau. Es ist wie aus einem Albtraum. Alle Gänge und Leitungen und blinkende Lichter, ohne erkennbare Funktion. Ehrlich gesagt ist es geradezu beunruhigend. Ich erwarte fast, dass es zum Leben erwacht und Leute die Straße entlang jagt. Haha, kein Scherz. Es ist wie das Maschinenmonster von Frankenstein. Ich frage mich, wer sich das Ding überhaupt ausgedacht hat. Wahrscheinlich ein verrückter Wissenschaftler mit einer Vorliebe für das Bizarre und Unpraktische. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der bei klarem Verstand ist, dieser Ungeheuerlichkeit grünes Licht gibt. Da hast du recht. Das ist, als hätten sie eine perfekt funktionierende Fabrik genommen und alles mit futuristischer Technologie überzogen. Pfui, was für ein Bild. Aber du irrst dich nicht. Es ist nur ein Durcheinander von Komponenten, die keinen wirklichen Zweck zu erfüllen scheinen. Es ist, als hätten sie auf Topaktuell gesetzt und sind direkt bei völlig unverständlich gelandet. Definitiv. Ich meine, sind wir uns überhaupt sicher, dass es, du weißt schon, irgendwas bewirken soll? Vielleicht ist es nur dazu da, die Einheimischen zu verwirren und zu erschrecken. Haha, wäre das nicht etwas? Nur ein riesiger, teurer Briefbeschwerer, um die Stadt auf Trab zu halten. Genau, wie eine Art industrietaugliche Kunstinstallation, aber mit viel mehr Lärm und Umweltverschmutzung. Genau. Ich würde es mir fast ansehen, nur um zu sehen, ob etwas passiert. Du weißt schon, für die Wissenschaft. Oh Herr, John, bitte widersetze dich nicht der Mystery-Maschine. Wer weiß, welche Art von Chaos das anrichten könnte. Ach, komm schon, Anna. Wo ist dein Sinn für Abenteuer? Nur ein kleiner Jab, zu Bildungszwecken. Harter Pass, mein Freund. Ich schätze meine Gliedmaßen und mein allgemeines Wohlbefinden zu sehr, um das Biest anzustupsen. Überlassen wir das den Experten. Fiine. Manchmal bist du nicht lustig, weißt du das? Aber ich glaube, ich muss mich damit zufrieden geben, es aus sicherer Entfernung verwirrt anzustarren. Das ist wahrscheinlich das Beste. Du musst dich nicht von einer wütenden, mysteriösen Maschine in eine menschliche Brezel verwandeln lassen. Pfui, gut. Aber du nimmst mir all meine wissenschaftliche Neugier. Was macht den Spaß daran, es einfach aus der Ferne zu bewundern? Es macht Spaß, heil zu bleiben, mein Freund. Glaub mir, das Ding ist nichts als Ärger. Überlassen wir die verrückte Wissenschaft einfach den Profis. Spielverderber. Aber gut, ich benehme mich. Zumindest vorerst. Das ist alles, was ich frage. Wie wäre es, wenn wir stattdessen etwas zu Mittag essen gehen? Ich könnte eine Pause vom Nachdenken über diese mechanische Monstrosität gebrauchen. Jetzt sprichst du meine Sprache. Gehen Sie voran, Partner. Zeit, unsere Bäuche zu füllen und dieses verrückte Gerät zu vergessen.
Lektion 11. Ein Pendelproblem. Hey, Anna. Ich wollte fragen, wie ist dein Arbeitsweg in diesen Tagen? Ich weiß, dass deine Arbeit vor einiger Zeit weiter weggezogen ist. Lass mich nicht mal anfangen, John. Das neue Büro ist einfach zu weit für mich, um jeden Tag Fahrrad zu fahren, und der Verkehr war ein absoluter Albtraum. Huch, das klingt hart. Ich kann mir nicht vorstellen, mit einer so langen Fahrt regulär fertig zu werden. Wie gehst du damit um? Ehrlich gesagt war es ein echter Kampf. Ich habe versucht, Fahrgemeinschaften zu bilden, wenn ich kann, aber das ist nicht immer eine Option. Und den Bus zu nehmen dauert ewig. Verdammt, das ist echt schade. Ich wünschte, ich könnte dich mitnehmen, aber ich bin ganz drüben auf der anderen Seite der Stadt. Ich schätze den Gedanken, aber ja, das würde nicht wirklich funktionieren. Ich bin gerade bereit, ein Motorrad oder so zu kaufen. Woa, ein Motorrad? Ist das nicht ein bisschen gefährlich für den täglichen Arbeitsweg? Wahrscheinlich, aber an diesem Punkt bin ich bereit, alles zu versuchen, um diese wahnsinnige Fahrzeit zu verkürzen. Ich verliere jede Woche Stunden meines Lebens durch den Verkehr. Huch, das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss super frustrierend sein. Hast du nach anderen Alternativen gesucht? Ich habe darüber nachgedacht, mir einen Elektroroller zuzulegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich auf der Straße mit all den verrückten Fahrern hier sicher fühlen würde. Ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Roller können riskant sein, besonders für längere Strecken. Exakt. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, John. Ich fange wirklich an, Angst davor zu haben, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen. Das ist das Schlimmste, wenn dein Pendeln zum Fluch deiner Existenz wird. Vielleicht könntest du erwägen, näher ans Büro zu kommen? Glauben Sie mir, ich habe darüber nachgedacht, aber die Immobilienpreise dort sind verrückt. Es ist wie eine ganz andere Welt. Ja, das wäre schwer zu verkaufen. Mieten und Hypotheken sind heutzutage einfach empörend. Erzähl mir davon. Es reicht, um mich dazu zu bringen, einfach meinen Job zu kündigen und Einsiedler zu werden. Haha, nun, ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist, aber ich verstehe das Gefühl. Diese Sache mit dem Pendeln ist ein echtes Rätsel. Kein Scherz. Ich bin an dieser Stelle offen für alle Vorschläge. Mir geht die Puste aus. Und mein Benzintank. Lass mich nachdenken. Hast du dir während der Arbeit irgendein Funpool- oder Riedesharing-Programm angesehen? Weißt du, das habe ich eigentlich nicht. Das ist eine tolle Idee. Das muss ich mir ansehen. Das könnte einen Versuch wert sein. Toll, ich hoffe, es klappt für dich. Irgendwas, um dem Alleingang des Untergangs aus dem Weg zu gehen, habe ich recht? Amen dazu. Danke für den Vorschlag, John. Ich bin im Moment verzweifelt genug, um fast alles auszuprobieren. Hey, kein Problem. Dafür sind Freunde da, sie helfen sich gegenseitig im Alltagstrott. Lass mich wissen, wie es geht, ja? Auf jeden Fall. Ich halte dich auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit werde ich anfangen, ein Pferd zu kaufen. Muss schneller sein als dieser Verkehr. Haha, in Ordnung, das machst du. Vergiss nur nicht, einen Sattel und ein paar Karotten für den Arbeitsweg einzupacken. Lektion 12.
den Lernalltag meistern. Jo, Anna, kann ich dich etwas über das Studium fragen? In letzter Zeit habe ich Mühe, Zeit zu finden. Absolut. John, ich bin ganz Ohr. Was ist mit deiner Lernroutine los? Nun, weißt du, wie ich versucht habe, diese neue Programmiersprache zu lernen? Es war schwierig, es zwischen Arbeit und allem anderen zu integrieren. Ah, das kann ich mir vorstellen. Der Versuch, spezielle Lernzeit einzuplanen, kann heutzutage eine echte Herausforderung sein. Genau. Ich habe das Gefühl, dass ich am Ende des Tages immer in Eile oder zu müde bin, um mich wirklich zu konzentrieren. Ja, ich war dort. Es ist so einfach, dass das Lernen in den Hintergrund gedrängt wird. Hast du versucht, es zu beenden? Es kaputt machen? Was meinst du? Anstatt zu versuchen, eine große, mehrstündige Lernsitzung abzuhalten, versuche es mit kürzeren, häufigeren Lerneinheiten. HMM, das ist eine interessante Idee. Du meinst 10 oder 15 Minuten hier und da. Genau. Schon 10 oder 15 Minuten ein paar Mal am Tag können einen großen Unterschied machen. Wow, so habe ich nie wirklich darüber nachgedacht. Ich schätze, kleine Dinge summieren sich, hm? Absolut. Der Schlüssel liegt darin, es nachhaltig und konsistent zu gestalten, anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu stopfen. Das macht sehr viel Sinn. Ich habe das Gefühl, dass ich immer überwältigt werde, wenn ich versuche, einen großen Teil der Zeit abzuschneiden. Exakt. Kleinere, überschaubarere Sitzungen sind viel weniger entmutigend. Und es ist wahrscheinlicher, dass sie es tatsächlich tun. Das gefällt mir. Okay, ich werde es versuchen. Irgendwelche anderen Tipps, damit das funktioniert? Nun, ich finde es hilfreich, einen bestimmten Plan oder eine bestimmte Routine zu haben. Zum Beispiel, morgens 10 Minuten Karteikarten, mittags 15 Minuten lesen. Oh, das ist eine gute Idee. Wenn es eine Struktur hätte, würde es sich weniger chaotisch anfühlen. Auf jeden Fall. Und versuche, Zeiten zu wählen, die zu deinem natürlichen Rhythmus passen, wenn du weißt, dass du dich konzentrieren kannst. Guter Punkt. Normalerweise bin ich morgens ziemlich wach, daher klingt die Idee mit den Karteikarten perfekt. Da hast du's. Fangen Sie klein an, seien Sie konsequent und seien Sie nicht zu hart zu sich selbst. Es geht nur darum, diese Gewohnheit aufzubauen. Du hast recht, kleine Schritte sind entscheidend. In Ordnung, ich fühle mich motiviert, es zu versuchen. Danke, Anna. Natürlich jederzeit. Lass mich wissen, wie es läuft. Ich helfe Ihnen gerne bei der Fehlerbehebung, wenn Sie auf Probleme stoßen. Das werde ich tun. Das ist genau der Rat, den ich brauchte. Zeit, dieses Lernspiel zu beenden. Lektion 13. Das perfekte Picknick planen. Guten Morgen, Anna. Hast du Lust auf ein Abenteuer an diesem Wochenende? Oh, was hattest du im Sinn? Ich bin immer auf der Suche nach etwas Lustigem. Nun, ich dachte an ein nettes kleines Picknick im Park. Das Wetter soll herrlich sein. Ein Picknick, hm? Das klingt herrlich. Das gefällt mir definitiv. Toll, ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Wir können einen leckeren Aufstrich einpacken und die Sonne genießen.
Wunderbar. Wir sollten das Menü auf jeden Fall planen. Irgendein Lieblingspicknick, nach dem du dich sehnst? Mal sehen. Ich denke an etwas frisches Obst, vielleicht einen schönen kleinen Käse und Crackerteller. Oh, und vergiss die Sandwiches nicht. Klassisches Picknickessen. Definitiv. Vielleicht ein paar leckere Veggie-Wraps oder so. Und vergiss die Süßigkeiten nicht. Oh ja, eine Kleinigkeit zum Nachtisch wäre perfekt. Kekse oder Brownies vielleicht. Brownies klingen göttlich. Ich werde schon hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Das wird so ein lustiger Tag. Wir sollten uns auch den perfekten Ort im Park aussuchen. Gute Entscheidung. Irgendwo mit einer schönen Aussicht, vielleicht in der Nähe einiger Bäume für ein wenig Schatten. Auf jeden Fall. Und wir sollten eine Decke oder ein paar Kissen einpacken, um es besonders bequem zu machen. Unbedingt. Dies entwickelt sich zum ultimativen Picknickerlebnis. Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine so schöne Art sein, den Tag zu verbringen. Toll, dann ist es ein Date. Ich kümmere mich um die Essenszubereitung und du kümmerst dich um die anderen Vorräte? Klingt nach einem Plan. Das wird der perfekte Wochenendausflug sein. Ich stimme zu, mein Freund. Hoffen wir auf einen sonnigen Himmel und eine wundervolle Zeit. Definitiv. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das wird ein unvergessliches Picknick. Fantastisch. Ich melde mich mit weiteren Einzelheiten, wenn wir näher kommen. Das wird großartig. Lektion 14. Die Freude, die Tür zu halten. Hey, Anna, kann ich dich etwas fragen? Absolut. Was beschäftigt dich? Weißt du, mir ist in letzter Zeit etwas aufgefallen und ich wollte deine Meinung dazu hören. Ach, was ist das? Nun, es scheint, als würden die Leute heutzutage nicht mehr immer die Tür für andere offen halten. Das ist eine interessante Beobachtung. Das ist mir auch aufgefallen. Richtig. Es ist, als ob allgemeine Höflichkeit zu einer verlorenen Kunst wird. Ich stimme zu, es ist eine Schande. Es ist eine so einfache Geste, aber sie kann wirklich einen Unterschied machen. Genau. Ich meine, es dauert nur ein paar Sekunden, um die Tür zu halten, aber es kann jemandem wirklich den Tag versüßen. Absolut. Es ist ein kleiner Akt der Freundlichkeit, der viel bewirkt. Auf jeden Fall. Und weißt du, mir ist sogar aufgefallen, dass die Leute manchmal jemandem die Tür vor der Nase zuschlagen lassen. Oh, das ist einfach unhöflich. Ich ertrage es nicht, wenn das passiert. Ich auch nicht. Es ist wie, komm schon, Alter, hab ein paar grundlegende Manieren. Vollkommen. Es ist eine einfache Art, Respekt und Rücksicht auf andere zu zeigen. Auf jeden Fall. Ich versuche mich bewusst darum zu bemühen, die Tür auch für Fremde offen zu halten. Das ist so toll, John. Es ist wirklich bewundernswert, dass du das zu einer Priorität machst. Nun, ich denke einfach, es ist das Richtige, weißt du?
Es ist nicht so schwer. Stimme voll und ganz zu. Ich versuche dasselbe zu tun. Es ist eine kleine Geste, die jemandem den Tag ein bisschen versüßen kann. Absolut. Und weißt du, ich wette, wenn mehr Leute das tun würden, könnte das wirklich eine positive Kettenreaktion auslösen. Ich liebe diese Idee. Kleine freundliche Handlungen inspirieren zu mehr Freundlichkeit. Davon könnte die Welt mehr gebrauchen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, ich werde weiter an meinen Fähigkeiten zum Türhalten üben. Ich muss mit gutem Beispiel vorangehen. Ich bin ganz bei dir, John. Es ist ein einfacher, aber sinnvoller Weg, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ganz gewiss. Danke, dass du darüber geplaudert hast, Anna. Gut zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, dem das so geht. Lektion 15. Diskussion über die besten Automarken. Hey, Anna, kann ich deine Meinung zu etwas hören? Klar, was ist los? Ich freue mich immer, ein offenes Ohr zu haben. Nun, ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, ein neues Auto zu kaufen. Aber ich bin hin und her gerissen, für welche Marke ich mich entscheiden soll. Oh, Autokauf. Oh, das ist aufregend. Was erwägen Sie? Ich bin hin und her gerissen zwischen BMW, Audi und sogar dieser kleinen chinesischen Marke QQ. HMM, interessante Mischung da. Jede Marke hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Genau. Deshalb fällt es mir so schwer, mich zu entscheiden. Was denkst du? Nun, lassen Sie uns das aufschlüsseln. BMWs sind bekannt für ihre luxuriösen und leistungsstarken Modelle. Ja, das stimmt. Aber sie können ziemlich teuer sein, weißt du? Guter Punkt. Audi ist auch eine Premium-Marke, aber vielleicht etwas günstiger als BMW. Das habe ich auch gedacht. Der QQ ist jedoch definitiv die budgetfreundliche Option. Stimmt, aber du bekommst, wofür du bezahlst. Die Verarbeitungsqualität dieser chinesischen Autos kann schlecht oder schlecht sein. HMM, ja, ich weiß nicht, ob ich dieses Risiko eingehen will, um ehrlich zu sein. Ich höre dich. Zuverlässigkeit ist so wichtig, wenn es um einen großen Kauf wie ein Auto geht. Exakt. Und ich will etwas, das jahrelang hält, weißt du? Absolut. In dem Fall würde ich wahrscheinlich eher zur deutschen Technik von BMW oder Audi tendieren. Ja, das denke ich auch. Das QQ ist verlockend, aber langfristig ist es vielleicht nicht die beste Wahl. Auf jeden Fall. Ich muss alle Faktoren abwägen: Leistung, Zuverlässigkeit und Wiederverkaufswert. Tolle Punkte. Das hilft mir wirklich, es einzugrenzen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dies zu besprechen. Natürlich. Ich freue mich immer, Ihnen bei diesen wichtigen Entscheidungen zu helfen. Du bist die Beste, Anna. Ich glaube, ich werde dieses Wochenende ein paar Modelle testen. Super, lass mich wissen, wie das geht. Ich freue mich zu hören, wofür Sie sich am Ende entscheiden. Das werde ich tun. Nochmals vielen Dank für den Rat. Du bist wie immer ein Lebensretter.
Lektion 16. Wie wichtig es ist, es zu versuchen. Anna, kann ich dich etwas fragen? Natürlich. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe viel über die Idee nachgedacht, dein Bestes zu geben, auch wenn du keinen Erfolg hast. Oh, das ist ein interessantes Thema. Was sind deine Gedanken dazu? Ich habe einfach das Gefühl, dass die Leute heutzutage Angst vor dem Scheitern haben, weißt du? Das kann ich mir definitiv vorstellen. Der Druck, immer erfolgreich zu sein, ist groß. Genau. Aber ich denke, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Scheitern nicht das Ende der Welt ist. Auf jeden Fall. Tatsächlich würde ich argumentieren, dass Scheitern ein notwendiger Bestandteil von Wachstum und Lernen ist. Absolut. Ich meine, denk mal drüber nach. Wenn wir nie etwas Neues ausprobieren würden, weil wir Angst hatten, zu scheitern, würden wir uns nie verbessern oder etwas erreichen. Das ist so ein gutes Argument. Es geht darum, den Mut zu haben, diesen ersten Schritt zu tun, auch wenn das Ergebnis ungewiss ist. Vollkommen. Und weißt du, mir ist aufgefallen, dass viele Leute es vermeiden, neue Dinge auszuprobieren, nur weil sie Angst haben, albern auszusehen oder Mist zu bauen. Ja, das ist so schade. Ich denke, es ist wichtig, die Angst vor Urteilen loszulassen und sich darauf zu konzentrieren, sein Bestes zu geben. Exakt. Am Ende des Tages ist das Wichtigste, dass du alles gegeben hast, oder? Genau. Es geht nicht um Perfektion, es geht um den Aufwand und die Erfahrung, die man sammelt. Auf jeden Fall. Und weißt du, ich denke, wenn mehr Menschen diese Denkweise hätten, wäre die Welt ein ziemlich toller Ort. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Stellen Sie sich vor, wie viel mehr wir alle erreichen könnten, wenn wir nicht so viel Angst vor dem Scheitern hätten. Vollkommen. Es geht darum, diese Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit zu kultivieren, es immer wieder zu versuchen, egal was passiert.